Kennt ihr diese Tage? Da ist alles richtig scheiße. Man steht morgens auf, schon denkend. Die Gedanken scheinen einfach durchzulaufen. Vom Traum übers Wachwerden in das Hier und Jetzt, in meinen physischen Körper. Und der ganze Tag über schnackelt es hier oben rum. Sie reden durchgehend, bewerten, beurteilen, denken über Dinge in der Vergangenheit nach, Dinge, die in der Zukunft passieren könnten. Aber die Gedanken sind nie im Hier und Jetzt. Und wenn der Tag vorbei ist, habe ich das Gefühl, ich habe den Tag irgendwie nicht gelebt. Weil anstatt dass ich im Hier und Jetzt war und mein Leben physisch gelebt habe, war ich die meiste Zeit oben in meinem Kopf und habe gedacht, während mein Leben nebenher weiterläuft, während ich einkaufen gehe, Wäsche wasche, arbeiten, was auch immer. Ich erledige all diese Aufgabe, ich funktioniere, aber währenddessen schnacken meine Gedanken durchgehend an einem Stück. Und nur ist die Schwierigkeit zu erkennen, was passiert, wenn meine Gedanken die ganze Zeit schnacken. Wir sind quasi eine Dreieinigkeit, so sehe ich das. Wir haben unsere Gedanken, wir haben unseren Körper und wir haben unsere Gefühle bzw. Emotionen. Und all die gehören zusammen. All das macht das aus, was ihr als Ich bezeichnet oder was ich als Ich bezeichne. Alles beeinflusst sich gegenseitig. Die Gedanken beeinflussen die Gefühle beeinflussen die Gedanken, der Körper beeinflusst die Gedanken, der Körper beeinflusst die Gefühle und so weiter und so fort. Das alles hängt zusammen, das kann man nicht getrennt voneinander beobachten, weil es gehört zusammen. Eine Krankheit im physischen Körper hat immer einen Zusammenhang zu unseren Gedanken und unseren Gefühlen. Das kann man nicht trennen. Probleme mit unseren Gefühlen hängen immer im Zusammenhang mit unserem Körper und unseren Gedanken. Deswegen ist es halt wichtig, sich auch mal die Gedanken, die eigenen anzuschauen, zu gucken, was machen die Gedanken eigentlich mit mir. Während so den ganzen Tag meine Gedanken vor sich hinschnacken, gibt es Gedanken, die lösen Gefühle in mir aus, was wiederum zu einer physischen Reaktion führt. Das sind oft angstbesetzte Gedanken oder auch was Leichteres wie Sorge, Unwohlsein bis hin zu Panik. Und je mehr diese Gedanken sich um ein Angstthema drehen, desto mehr physische Reaktionen und Gefühle werden in mir ausgelöst. Cortisol wird ausgeschüttet, Adrenalin wird ausgeschüttet, ich fange an, unruhig zu werden und desto mehr bleiben meine Gedanken an diesem angstauslösenden Gedanken hängen und denken über diesen angstauslösenden Reiz nach, über die ich gerade nachgedacht habe. Im Außen gibt es überhaupt nichts, was mich irgendwie beunruhigen müsste, aber meine Gedanken bringen mich dazu, Angst zu empfinden. Dieses Gefühl der Angst löst aus, dass ich glaube, es ist notwendig gerade, dass ich mich an diesem Gedanken festhalte. Die Angst bereitet mich auf irgendetwas vor. Also fange ich an, diesem Angstgedanken festzuhalten und meine Gedanken fangen an, sich darum zu drehen, um dieses eine Thema. Und während ich im Außen physisch funktioniere, meinen Alltag bewältige, hänge ich im Kopf in diesem Angstgedanken nach. Und je mehr Angstgedanken ich produziere, desto stärker werden die physischen und gefühlten Auswirkungen. Und das ist natürlich so ein Teufelskreis. Je mehr ich darüber nachdenke, desto stärker werden die Gefühle und die physischen Reaktionen, desto mehr denke ich darüber nach und so weiter und so fort. Bis ich die Hälfte des Tages damit verbringe, in einem Angstszenario rumzuhängen, was aktuell nicht der physischen Realität um mich herum entspricht. Und erstmal geht es darum, sich überhaupt bewusst zu machen, was machen meine Gedanken. Früher, als ich noch viele Panikattacken hatte, die kamen einfach aus dem Nichts, diese Panikattacken. Einfach so war eine Panikattacke da. Ich dachte, woher kommt die denn jetzt? Bis mir klar wurde, die Panik wurde von einem Gedanken ausgelöst. Nur, dass ich mir nicht darüber bewusst war, dass der Gedanke diese Panik ausgelöst hat. Weil wir die meiste Zeit in unserem Gehirn schnacken, ohne uns darüber bewusst zu sein. In dem Moment, wo man aber anfängt, das zu beobachten, die eigenen Gedanken zu beobachten, merkt man, oh, ich habe gerade X gedacht und das hat die physische Reaktion ausgelöst. Das hat ausgelöst, dass ich jetzt Angst empfinde oder sogar Panik. Und das wiederum verstärkt den panikmachenden Gedanken, die sich daran festhalten, an diesem Gefühl. Weil das Gefühl sagt auf einmal, oh, wir müssen aufpassen. Und dann fängt mein Organismus an, im Außen etwas zu suchen, was dem entspricht. Irgendetwas muss uns Angst machen. Und wir werden etwas finden, was uns Angst macht. Und wenn es ein Gedanke an die Zukunft ist, der uns Angst macht. Und das anfangen zu beobachten, was machen meine Gedanken eigentlich gerade mit meinem physischen Körper. Und irgendwann, wenn ihr soweit seid,
ist es möglich, da auszusteigen, zu sagen, da war jetzt gerade angstauslösender Gedanke, da löst eine physische Reaktion in mir aus, das macht das Gefühl der Angst oder der Panik. Aber ich muss dem nicht glauben. Ich darf den Gedanken weiterziehen lassen. Diesen schnackenden Gedanken, der mir irgendetwas erzählt, von dem ich glaube, weil ich gelernt habe, das sei die Wahrheit. Meine Gedanken spiegeln die Wahrheit wider. Und wenn das vom Körper bestätigt wird, von unseren körperlichen Reaktionen, wird es erst recht zur Wahrheit. Und wir werden etwas im Außen finden, was bestätigt, dass wir gerade Angst haben müssen. Also näher beobachten, was machen die Gedanken gerade? Was ist ist ein festgelegter Kreislauf, der da passiert in uns? Und was macht das mit mir, wenn meine Gedanken so rattern? Und irgendwann ist es mir dann möglich, auszusteigen aus diesem Teufelskreis, zu sagen, wow, okay, der Gedanke hat das jetzt mit mir gemacht. Ich muss dem aber nicht folgen. Jetzt beschäftige ich mich mit etwas anderem. Ich komme immer wieder im Hier und Jetzt an, mache mir immer wieder klar, im Hier und Jetzt ist diese Angst gerade nicht da, weil die Angst durch einen imaginären Gedanken, besser gesagt, der Gedanke ist nicht imaginär, sondern das, worüber nachgedacht wird, das Thema, worüber man nachdenkt, ist meistens imaginär. Und das bedeutet, sehr viel Bewusstsein hineinzubringen in seinen Alltag. Wann schnacken meine Gedanken den ganzen Tag vor sich hin? Das wäre das Beispiel mit Angst, kann aber natürlich auch Wut sein. Unsere Gedanken können uns richtig wütend machen. Alter, ich kann da so richtig reinsteigen, wenn ich mich über irgendeinen Deppen da draußen aufrege, ja, was der wieder getan hat und ich bin das Opfer und der ist dran schuld. Aber dass etwas rein in meinen Gedanken passiert. Und was passiert in meinem Körper, wenn ich darüber nachdenke? Ich werde eng und alles zieht sich zusammen und meine Muskeln verkrampfen, von meiner Gesichtsmuskulatur, meinen Kiefermuskeln, über den Nacken, die Schultern, alles wird verkrampft und eng. Ich falle mich zusammen, statt zu sagen, ich muss nicht wütend sein. Die Gedanken sind das, was den Wutkreislauf am Leben erhält. Immer und immer und immer und immer und immer wieder. Aber das muss nicht so sein. Es ist an mir zu sagen, okay, stopp jetzt. Das ist jetzt genug. Ich möchte jetzt wieder in eine Emotion, in ein Gefühl hinein, einen Zustand, wo ich mich weit und offen fühle. Und nicht eng und verkrampft und Misstrauen und Ärger und Hass und Wut. Aber es ist an mir, das zu beobachten, zu erkennen, wow, okay, ich merke gerade wieder, ich bin in dieser Wutspirale oder in dieser Angstspirale gefangen. Und jetzt lassen wir mal den Traktor vorbeifahren, wenn ihr den hören konntet. Und ich steige bewusst aus diesen Gedanken aus und entscheide mich, etwas anderes zu tun. Oder auch nicht. Das Gute ist, wenn ihr euch bewusst darüber werdet, ihr habt immer die Wahl, Sobald ihr euch bewusst darüber seid, könnt ihr auch sagen, nee, ich möchte jetzt mal sagen, ey, fickt euch alle. Ich will wütend sein, ich habe ein Recht darauf, wütend zu sein. Mein Leben lang habe ich meine scheiß Wut unterdrücken müssen, weil ihr nicht damit umgehen konntet. Und jetzt bin ich zu Recht wütend. Ja, und habt dann Recht zu. Und dann lasst eure Gedanken euch anstacheln, diese Wutenergie zu spüren. Super. Oder er sagt, heute möchte ich nicht wütend sein. Heute möchte ich diese Gedanken ziehen lassen. Sie dürfen weitergehen. Sie sind ein Teil von mir. Die schnacken in meinem Kopf vor sich hin. Ich muss sie nicht bekämpfen. Obwohl das sehr anstrengend sein kann, wenn man anfängt, sich zu beobachten, kann das sehr anstrengend werden, zu erkennen, ich arbeite den ganzen Tag in meinem Kopf. Unabhängig vom Außen. Aber erst durch die Bewusstwerdung könnt ihr eine Wahl treffen. Weil dann seht ihr, ich habe die Wahl, wütend zu bleiben oder Angst zu haben. Oder zu sagen, jetzt gerade möchte ich nicht wütend sein, keine Angst haben. Jetzt lasse die Gedanken ziehen und mache etwas anderes. Durch die Bewusstwerdung habt ihr erst die Wahl.
Wenn ihr also so einen Tag habt, wo euch die Gedanken echt verrückt machen, alles in eurem Kopf rast, geht ständig Gespräche durch von gestern und von vorgestern und mit eurem Chef und mit eurem Partner und mit euren Kindern und wem auch immer. Und was passiert nächste Woche und nächstes Jahr und wir wissen es alle nicht. Werdet euch bewusst darüber. Boah, das schnacke ich wieder vor mich hin. Und dann findet Wege für euch selbst, wie ihr dem erlauben könnt zu sein. Ohne Energie darauf zu verwenden, gegen die Gedanken anzukämpfen. Und das ist eine riesige Herausforderung. Probiert's mal aus.